Deswegen meine Empfehlung, sucht euch eine Nische aus, die euch Spaß macht und die euch selber nicht langweilt, weil wenn ihr euch zu irgendetwas zwingt, dann wird das nichts. Dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Du wolltest schon immer YouTube-Videos machen, aber traust dich nicht oder weißt nicht, wie du anfangen sollst. Dann habe ich hier ein paar geile Tipps für dich. Bleib am besten dran. Wir gucken uns dazu ein Video an und wer weiß, vielleicht bringt dich das ein Step nach vorne. Bis gleich. Wie einige von euch schon mitbekommen haben, wird es hier demnächst ein paar kleine Änderungen geben. Es werden nicht nur Plugins vorgestellt oder Mix- und Mastering-Techniken, sondern auch allgemein über YouTube, Photoshop, Premiere Pro, Tipps und Tricks zu einem YouTube-Kanal, wie man seinen YouTube-Kanal Step-by-Step aufbauen kann, Hardware, Mikrofone, Bildschirme, was auch immer noch kommen wird. Ich weiß es nicht. Ich bin selber noch gespannt, welche Kooperationen demnächst starten werden. Aber Fakt ist, dieser Kanal wird kein reiner Plugin-Kanal, sondern es werden hier gemischte Sachen kommt. Heute gibt es mal eine kleine Reaction. Es gibt ja gewisse Experten, die euch erklären, wie man seine YouTube-Kanäle aufbaut. Es ist auch gut, dass es diese Kanäle gibt, aber ob das dann auch alles so einfach umzusetzen ist, ist wieder eine andere Geschichte. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal ein Video an. So viele Videos brauchst du, um auf YouTube bekannt zu werden. Ich sage dir, wie viele Videos du brauchst, um 1000, 10.000, 100.000 oder sogar 1 Million Abonnenten zu erhalten. Und ich würde sagen, also nochmal kurz, ab 1 Million Abonnenten, das ist wie ein Lotto, wie ein Sechser im Lotto. Aktive Abonnenten, nicht diese gekauften Fiverr, indischen, afghanischen Abonnenten, sondern aktive Abonnenten, die deine Videos liken, kommentieren. Und wenn du meinem Kanal schon länger folgst, dann kennst du das wahrscheinlich und es sagen ja auch diverse andere YouTube-Experten, du musst regelmäßig Videos machen, um auf YouTube erfolgreich zu werden. Das hast du wahrscheinlich schon so häufig gehört. Hell, motherfucker. Yes, sir, Dean Kane, sir. Trotzdem sehe ich immer wieder Kommentare unter meinen Videos, wo Leute sich beschweren, dass ihr Kanal nicht wächst, dass der Algorithmus sie hasst und dann guckt man auf den Kanal und dann sind da vielleicht 10 Videos oder so. Ja, oder man guckt auf den Kanal und der Inhalt ist einfach Kacke. Das kann natürlich auch sein. Also es bringen dir hunderte Videos nichts, wenn deine Videos nur Mist beinhalten, ne? Genau. Mit so wenigen Videos kannst du einfach nicht erwarten, auf YouTube zu wachsen. Und wir rücken das Ganze gleich mal so ein bisschen in Perspektive mit Zahlen, die ich dir mitgebracht habe. Aber erstmal möchte ich ein bisschen nochmal darüber reden, warum es so wichtig ist, regelmäßig und vor allem viele Videos hochzuladen. Einer der wichtigsten Gründe ist, dass je mehr Videos du machst, desto besser wirst du. Du wirst besser vor der Kamera, du kannst besser einschätzen, was für Inhalte ankommen oder nicht. Aber du wirst auch einfach schneller im gesamten Prozess. Als ich mein erstes YouTube-Video gemacht habe, weiß nicht, was war das nochmal? Wie man Drums richtig abmischt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich kam mir vor wie der letzte Depp. Also ich saß da mit meinen, am liebsten die Kamera noch so 10 Meter weiter stellen, damit man mich gar nicht so erkennt und war auch so kamerascheu und hatte da auf diesen ganzen Kram gar keinen Bock. Aber ich hatte Bock, Videos zu machen. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die auch Bock auf YouTube haben, aber halt kamerascheu sind, die wollen sich nicht vor der Kamera zeigen und so. Und so ging es mir damals halt auch, ne? Deshalb mein Tipp an euch, ihr müsst es noch nicht mal irgendjemandem sagen, das ist sogar sehr wichtig, sondern macht es am besten erstmal für euch, dass ihr niemandem was sagt. Macht euer eigenes Ding, so habe ich es auch gemacht. Ich habe es erstmal für mich behalten. Ich habe es weder irgendwelchen Best Friends noch sonst irgendjemandem gesagt, sondern ich habe mein eigenes Ding gemacht und habe mal geguckt, wie kommt das bei wildfremden Leuten an. Und es kam gut an. Obwohl ich im Nachhinein denke, boah, Kameraqualität richtig Rotze, also so richtig Rotze und allgemein die Perspektive und so. Aber trotzdem war es irgendwie gut und das finde ich heute immer noch, ne? Also meine Videos, die ersten, die finde ich heute noch gut. Denn die Zuschauer interessiert natürlich nicht, wie lange du für ein Video gebraucht hast, sondern wie gut das Video am Ende des Tages ist. Und auch wenn es immer wieder Kommentare gibt, die sagen, oh, ich habe 10 Stunden an meinem Video gearbeitet und jetzt guckt sich das keiner an, das ist am Ende des Tages relativ egal, solange das Ergebnis gut ist. Das ist das Wichtigste. Hi. Okay. Aber es ist nicht nur die Lernkurve, die steigt, je mehr Videos du machst, sondern je mehr Videos du hast, über die du gefunden werden kannst, desto mehr Punkte hast du natürlich auch, wo dich Leute finden können und desto mehr Leute finden dich am Ende des Tages auch. Das heißt, gerade zu Beginn von einem Kanal ist es extrem wichtig, dass du dir einfach erstmal so einen Pool an Videos aufbaust, über die du gefunden werden kannst. Und deshalb würde ich auch gerade am Anfang von einem Kanal versuchen, wirklich regelmäßige Videos hochzuladen. Aber wie viele Videos muss man denn jetzt hochladen, um erfolgreich zu werden? So, Problem Nummer 1 bei der ganzen Geschichte ist, was die Leute halt nicht beachten. Die fangen mit YouTube
YouTube an, die fangen mit den ersten, weiß nicht, 1, 2, 3 bis maximal 8 Videos an und dann merken die, boah, das geht kaum voran. Das ist pure Zeitverschwendung, ich lasse es bleiben. So. Und genau deswegen ist auch nicht jeder zweite YouTuber. Genau wegen sowas, weil du für diese ganze Prozedur ziemlich lange brauchst. Ich habe jetzt diesen Mine is Majestic TV-Kanal innerhalb von, ich sag mal jetzt gut 13 Monate auf über 2000 Abonnenten gebracht. Auf jeden Fall schon eine gute Leistung, wenn ich im Gegenzug meinen Beat-Kanal sehe, für den ich, boah, wie lange habe ich für 5000 Abonnenten gebraucht? Über 5 Jahre auf jeden Fall. Und ja, da ist es A und O. Nicht nur anfangen, sondern auch durchziehen. Deswegen meine Empfehlung, sucht euch eine Nische aus, die euch Spaß macht und die euch selber nicht langweilt, weil wenn ihr euch zu irgendetwas zwingt, dann wird das nichts. Dann ist das Scheitern schon vorprogrammiert. Ich möchte dir jetzt die Frage aus dem Titel von diesem Video beantworten und für dich genau aufschlüsseln, wie viele Videos du für welche Meilensteine auf YouTube brauchst. Aber bevor ich das tue, ist es ganz wichtig, eine Sache zu verstehen. Die Werte, die ich mit dir teile, sind Durchschnittswerte. Es gibt Kanäle, die deutlich schneller diese Meilensteine erreichen und die mit deutlich weniger Videos schon viele Abonnenten gewinnen. Wir haben zum Beispiel einen Kanal gestartet, Gerne Gesund vom Apotheker Steffen Kunert. Da haben wir nach 3 Videos schon über 5000 Abonnenten gehabt. Lag natürlich auch daran, dass wir einfach schon einen Vorsprung hatten. Wir wussten, wie man YouTube-Kanäle erfolgreich aufbaut. Wir haben passende Themen gefunden, wir haben direkt ziemlich gute Videos gemacht und haben deshalb auch direkt Videos gelandet, die uns sehr viele Aufrufe und sehr viele Abonnenten gebracht haben. Grundsätzlich brauchen wir auch für die Kanäle, die wir jetzt starten, immer eigentlich weniger als diese Durchschnittszahlen, um die entsprechenden Meilensteine zu erreichen. Aber das liegt natürlich daran, dass wir jetzt schon einiges an Erfahrung haben. Wenn du zum allerersten Mal einen YouTube-Kanal startest, dann muss das natürlich nicht der Fall sein und dann wirst du einfach ein bisschen länger brauchen. Und tatsächlich kannst du natürlich auch deutlich länger als diese Durchschnittszahlen brauchen. Ich muss da mal kurz einschreiten und zwar hätte ich fast einen sehr großen Fehler gemacht beim YouTube-Kanalaufbau. Und zwar hätte ich sehr, sehr viel Geld in eine Agentur investiert. Leute, macht das bloß nicht. Hört auf, Geld zu verschwenden und das irgendwelchen Leuten zu schenken. Nur weil das halt professionelle Online-Marketing-Manager sind. Die braucht ihr später, klar, aber, und jetzt kommt das große Aber, macht erstmal euer eigenes Ding und guckt, dass ihr selber an kleine Abonnenten rankommt. Denn wenn ihr es selber schon nicht schafft, eine kleine Anzahl von Abonnenten ins Boot zu holen, dann werdet ihr das mit einer Agentur auch nicht schaffen. Deshalb immer, ich würde gucken, dass ich die ersten 1000 Abonnenten sowieso komplett alleine bekomme. Vielleicht mit ein bisschen Werbung auf Facebook. TikTok ist da mittlerweile sehr gut. Instagram Reels, also vor allem viele Reels und Kurzvideos und all sowas halt. Ne? Also bloß nicht da irgendwie einen Kredit aufnehmen, 3.000, 5.000 Euro und das in irgendeine Agentur verballern, weil das wird euch am Anfang nicht viel bringen. Es kann sein, dass du einfach länger brauchst, um zum Beispiel ein gewisses Niveau zu erreichen an Videos, wo du wirklich mehr Zuschauer bekommst. Und natürlich ist nicht nur Quantität wichtig, sondern vor allem auch Qualität. Wenn du sehr wenige, aber extrem gute Videos machst, kannst du auch schon sehr stark auf YouTube wachsen. Wenn du einfach nur ganz viele Videos machst, die aber schlecht sind, dann sind die vollkommen irrelevant. Ja, jetzt kommt nämlich auch wieder so ein Punkt, wo viele dran scheitern. Die machen ein Video und arbeiten da so lange am Schnitt, an der Qualität, also das volle Programm. Und dann arbeiten die so lange an einem Video und am Ende sagen die, ich habe da jetzt so lange dran gearbeitet, jetzt finde ich es irgendwie scheiße. Jetzt lade ich es nicht hoch. Und diesen Fehler machen nämlich auch sehr viele Leute, habe ich mitbekommen. Die hängen da zu lange an einem Video und am Ende wird es eh nicht hochgeladen. Ne? Gibt es auch in der Musikproduktion übrigens Leute, die zu lange an einem Song sitzen und diesen Song dann später gar nicht hochladen auf Spotify. Und damit ist die ganze Arbeit für den Arsch gewesen. Das heißt, ich würde mich darauf konzentrieren, am Anfang erstmal vor allem viele Videos zu machen, den ganzen Prozess zu lernen, mich immer weiter zu verbessern. Aber wenn du einmal da bist, dann würde ich mich wirklich darauf konzentrieren, qualitative Videos zu machen. Und im Zweifelsfall nur ein Video pro Woche oder sowas zu machen, aber mich da wirklich darauf zu konzentrieren, dass das wirklich gute Videos sind. Jetzt möchte ich dich auf jeden Fall 1 bis maximal 2 Videos die Woche. Ich habe mal einen kennengelernt, der wollte mit YouTube starten. Der hat gesagt, ich ziehe das jetzt ein Jahr durch, jeden Tag ein Video. Der hat das tatsächlich 2 Monate gemacht, danach war vorbei. Der hat gesagt, der ist nervlich am Ende. Dieser Druck, den er sich da selbst erschaffen hat, der ist so enorm geworden, dass ihn das Ganze krank gemacht hat. Und so macht YouTube dann auch keinen Spaß mehr oder das, was man da eben vorhat. Dann wird es einfach nur eine stressige Zeit und so wirst
du definitiv scheitern. Ich allerdings nicht länger hinhalten, sondern die Zahlen mit dir teilen, die ich mitgebracht habe. Diese Zahlen kommen von TubeBuddy, einem Tool. Ich habe es auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Der ein oder andere kennt das vielleicht von euch. Ich habe auch schon mal ein Video zu TubeBuddy gemacht. Die haben auf jeden Fall Zahlen. Genau, TubeBuddy und vidIQ sind zwei Tools, womit man halt gewisse Keys analysieren kann. Man kann Hashtags, Statistiken und so herausfinden. Zu ganz, ganz vielen Kanälen. Und die haben sich die Daten von 3,5 Millionen Kanälen angeguckt. Das heißt, diese Zahlen sind auch relativ zuverlässig, weil es doch sehr, sehr viele Daten sind, und haben geguckt, in welchen Größenordnungen haben Kanäle ungefähr wie viele Videos veröffentlicht. Und jetzt fangen wir gleich auch mal mit dem ganz großen Meilenstein an: 1 Million Abonnenten. Wie viele Videos hat so ein Kanal durchschnittlich veröffentlicht, der über 1 Million Abonnenten hat? Und das sind durchschnittlich 3873 Videos. Boah, was ist los? Ich will mal kurz wissen, wie viele Videos ich überhaupt habe. So, dann schauen wir mal, was der Mike da an Videos gesammelt hat. Ich habe 91 Videos und ich habe jetzt 2060 Abonnenten. Das ist schon echt gut, muss ich sagen, weil ich dachte mir so, alles, was unter 1000 Videos sind, ist so lala. Aber man sieht, dass man auch mit wenig Videos seine Abos steigen kann. Das muss man sich erstmal vorstellen. Kanäle über 1 Million Abonnenten haben durchschnittlich fast 4000 Videos veröffentlicht. Jetzt kann man das vielleicht noch mal so ein bisschen in Perspektive rücken. Wenn man bisher seine 10 Videos veröffentlicht hat, ist das eben unwahrscheinlich, dass der Kanal schon so durch die Decke gegangen ist. Was ist denn mit 100.000 Abonnenten? Kanäle, die zwischen 100.000 und 1 Million Abonnenten haben, haben durchschnittlich 1171 Videos veröffentlicht. Wenn wir uns Kanäle zwischen 10.000 und 100.000 Abonnenten angucken, dann sehen wir, dass diese durchschnittlich 418 Videos veröffentlicht haben. Und falls du gerade auf YouTube angefangen hast und dich nach diesem ersten Meilenstein von 1000 Abonnenten sehnst, dann schauen wir uns doch mal an, wie viele Videos so ein Kanal durchschnittlich veröffentlicht hat, der zwischen 1000 und 10.000 Abonnenten hat. Und das sind 152 Videos. Okay, 152 Videos, da komme ich ja fast hin. Was ich mir vorgenommen habe, ich will auf diesem Kanal machen, worauf ich Bock habe. Ich will mich nicht zu irgendetwas zwingen, dass ich mir sage, ich muss jetzt wieder ein neues Plugin vorstellen, ich muss. Nein, Mann, es kommt einfach immer das, was mir gerade in den Sinn kommt und wo ich mir denke, ey, da habe ich Bock drauf, das filme ich jetzt ab und lade es einfach hoch. Und ob die Leute das feiern oder nicht, ist drauf Sorry, klingt hart, aber so sollte, finde ich, jeder denken. Guckt nicht auf andere, guckt nicht darauf, was andere sagen, sondern macht das, worauf ihr Bock habt. Genau, das ganze Video verlinke ich euch unten in der Beschreibung, da könnt ihr euch das nochmal ganz in Ruhe, ohne mein Gelaber anhören. Und ja, ich würde mich mega freuen, wenn ihr unten mal in die Kommentare schreiben würdet, was ihr von meiner Meinung so haltet, dass man echt machen sollte, worauf man Bock hat. Und ich meine, das ist jetzt nicht nur auf YouTube bezogen, sondern allgemein im Leben. Worauf habt ihr Bock? Was strebt euch an? Was macht euch Spaß? Ey, das müsst ihr machen. Und nicht auch genau wie im Beruf. Geht nicht irgendeinen Job nach, auf den ihr keinen Bock habt. Das bereitet nur Kopfschmerzen, Stress, hohen Blutdruck und am Ende werdet ihr schneller alt und landet schneller in der Kiste. Ne? Ich hatte damals nämlich auch einen Beruf, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Ich habe das so, nach einer gewissen Zeit habe ich halt gemerkt, das kannst du nicht mehr weitermachen. Du gehst psychisch und seelisch kaputt. Du musst jetzt was ändern. Und dann habe ich es auch wirklich durchgezogen. Ich habe es geändert und es hat sich gelohnt. Es hat sich definitiv gelohnt. In diesem Sinne, Leute, falls ihr oder du den Kanal noch nicht abonniert habt, unten einmal auf Abonnieren drücken. Ich würde mich sehr freuen und wie gesagt, einen Kommentar hinterlassen, wie du über das Ganze denkst. Findest du, man sollte das machen, worauf man Bock hat, oder sollte man das so wie früher dieses Mindset haben, nein, Arbeit ist hart, Geld verdienen ist scheiße schwer, bla bla bla. Schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen entspannten Restabend und macht das Beste draus. Bis dahin, tschüssikowski.